Was eine Aussicht. Ich bin auf dem platten Land, ihr ahnt es, Ostfriesland, da wo man eben noch Moin sagt. Natur pur, Windräder. Aber wir reden heute nicht nur über Natur, wir reden über Kunststoffe und wie die zum Helfer in der CO2-Bilanz werden können. Bei Recycling, da denke ich immer, wow, aus alt mach neu, also ein Upcycling. Aber was, wenn die Kreislaufwirtschaft jetzt aus Industrieabfällen wie denen hier Werkstoffe macht, die mit Neuware konkurrieren könnte? Es ist ja immer schwierig, aus Denkmustern auszubrechen. Denke ich an Recycling, sage ich mir, könnte schlechtere Qualität sein, minderwertige Ware. Wer sich mit diesen Denkmustern befasst, ist Hartmut. Wie hat sich denn das Recycling in den letzten Jahren verändert? Vor 40 Jahren, als wir angefangen sind, da hat man, schlechte Qualitäten gehabt. Und da ist das Recycling eher in die Ecke des Schmuddelkinds gerückt worden. Und wir sind diejenigen gewesen, die sich mit den Resten befasst haben. Und das hat sich dann aber über 40 Jahre weiterentwickelt. Und heute sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir mit Neuware auf Augenhöhe von der Qualität unterwegs sind. Und das möchte ich euch gerne näher bringen. Wir haben hier unterschiedliche Qualitäten. Das ist zum Beispiel ein Teil unserer Rohware. Das ist jetzt eine Textilfaser. Ja? Also Textilien sind ja unterschiedlich, von der Konsistenz. Die wird mit einer anderen Qualität abgemischt, damit wir dann auch die gleichbleibende oder in der Spezifikation unseres Kunden liegen. Und hier gehen wir noch einmal rüber. Ja? Dann machen wir das einfach mal auf. Und dann sieht man hier, das sind zum Beispiel Airbag-Garne. Ja? Das sind Airbag-Garne. Airbag-Garne. Aber diese Airbag-Garne fallen an, weil die Reißfestigkeit, die das Garn eigentlich haben soll, nicht erreichen. Das ist Neuware, aber Abfall. Ja. Das ist bitter. Es ist so. Aber für dich ist es gut. Für uns ist es gut und wir haben Wege gefunden, wie dieses Material wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Ja? Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Bevor das Material aber wieder in den Kreislauf zurück darf, wird es geschnitten, zerkleinert und durch einen großen Wolf gedreht. Muss man das auch jetzt nachher. Jeder Schritt wird genau verfolgt, aufgezeichnet und dokumentiert, natürlich alles digital. Ich darf heute ins Innerste der Produktion und ich hätte nicht gedacht, dass Recycling so high-end ist. Hier hast du jetzt, die Fasern, ja, ganz fein geschnitten. Hartmut erklärt Detail um Detail. Er ist halt der Daniel Düsentrieb des Recyclings. Ich bin Banker, kein Maschinenbauer, aber auf mich wirkt der gesamte Prozess richtig durchdacht. Und was sagst du? Ja, interessant zu sehen, wie du aus dem ersten Stoff jetzt ein Granulat hergestellt hast. Es sind ja wahnsinnig viele Prozesse dahinter. Das stimmt. Wir haben ein ganz weiches Material, einen Stoff gehabt, eine Textilie. So, jetzt ist ein Regranulat geworden. Weißt du denn jetzt schon, was aus diesem Granulat entstehen könnte? Es kann ein Autoteil werden, dann würde es nochmal schwarz eingefärbt werden in der Kompondierung. Es kann ein Wärmedämmsteg sein, auch in Fenster, so wie hier jetzt, die Fenster, die da eingebaut sind. Das ist die thermische Entkopplung. Es kann ein Maschinenbauteil, ein Lager werden, also es gibt verschiedenste Anwendungen dafür. Jeden Tag, kommen ja Anlieferungen per LKW hier auf dem Hof und dann werden, repräsentative Proben aus den Ballen entnommen. Und unsere Mitarbeiter, die haben mittlerweile ein geschultes Auge, sobald eine Faser irgendwie anders glänzt oder dann wird schon mal geguckt, oh, lass mich das mal mitnehmen. Und dann gibt es hier den ersten Schnelltest. Das ist so eine Heizbank, da wird eine Kunststofffaser aufgeschmolzen. Ist das die Qualität, die wir auch bestellt haben? Was könnte das im früheren Leben gewesen sein? Also das sieht aus, als wenn ein Teppich daraus hergestellt werden sollte. Also bei einem Spinnprozess gibt es einen Spulenrack, da sind 250 Garnspulen drauf. Und diese Garnspulen, wenn eine davon leer ist, ja, wenn eine, aufgebraucht ist, dann wird der ganze Prozess gestoppt, weil man möchte Laufmaschen vermeiden, ja, und Fehlproduktion vermeiden. Und diese Materialien, die übrig bleiben, die werden uns dann zum Kauf angeboten. Das Labor ist für uns das Herzstück unserer Produktion. Ganz früher, da hat man das einfach nur umgeformt. Also haben wir das Material auf dem Hof bekommen, dann wurde es einfach nur in Granulatform umgewandelt und dann hat man vielleicht 100 verschiedene Eingangsstoffe gehabt und man hat anschließend 100 verschiedene Ausgangsstoffe. So, und da für die 100 verschiedenen Ausgangsstoffe, mal habe ich hier 5 Tonnen, mal habe ich da 10 Tonnen,
ist das sehr, sehr schwer, den an Mann zu bringen. Und dann haben wir das 2003, also vor über 20 Jahren, umgestellt, haben gesagt, okay, was will eigentlich der Markt? Der Markt will eine gleichbleibende Qualität in großer Menge über einen langen Zeitraum. Und wie kriege ich das hin? Das kann ich nur, ich sag mal, wenn ich analysiere. Schaffst du es jetzt dadurch, eine höhere Qualität in den Endprodukten zu erreichen? Ja, wenn du nämlich weißt, was du hast, ja, dann weißt du auch, was du damit machen kannst. Und wenn du eine Datenbank hast, ich sag mal, die eine Erfahrungswerte gesammelt hat, ja, dann kannst du auch rückwirkend sagen, okay, ein Kunde möchte ein gewisses Compound mit gewissen Eigenschaften, welche Rohware brauche ich, um dieses Endprodukt auch, um die Qualität auch einzustellen, die der Kunde haben möchte. Jetzt musst du mir aber nochmal erklären, was genau ist ein Compound. Ich glaube, in der Stunde habe ich in der Schule gefehlt. Okay, ein Compound ist eine Mischung. Im Prinzip kann man sagen, wir nehmen unser Granulat, wir führen da nochmal Glasfasern hinzu, das kann eins sein, es kann noch Farbe dazu kommen, es kann Entformungshilfsmittel dazu kommen, es können Wärmestabilisatoren zugefügt werden und ja, verschiedenste andere Additive, die das Produkt entsprechend so verändern, wie der Anwender das entsprechend für sein Fertigteil haben möchte. Jetzt verarscht ihr messt Werte, ihr experimentiert unheimlich viel im Labor. Wird das Produkt dadurch nicht wesentlich teurer? Natürlich ist das ein Aufwand, den wir treiben und es kostet natürlich auch Geld. Hier sind Mitarbeiter beschäftigt, hier müssen teure Laborgeräte gekauft werden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das nicht machen würde, ja, dann würde ich auch meinen Kundenstamm, den ich über Jahrzehnte schon habe, nicht mehr haben, weil die sich nicht auf unsere Qualität verlassen können. Wir müssen viele Nachweise bringen. Auf Inhaltsstoffe werden auch unsere Fasern in externen Laboren untersucht. Auch das kostet viel Geld. Aber wenn wir das nicht machen, dann hätten wir keinen Markt. Ja, und durch den Aufwand, ich sage mal, das rechnet sich, wir verdienen auch Geld, ja, also, und so soll es ja auch sein in jedem Unternehmen, ja, aber den Aufwand muss man treiben. Und natürlich interessiere ich mich wie immer auch für Finanzen. Und wer mir mehr dazu sagen kann, ist die Finanzdirektorin Daja. Was sind denn die größten Herausforderungen für euch bei Eneatec? Also die Kunststoffrecyclingbranche steht zurzeit unter enormem Wettbewerbsdruck. Grund dafür sind Neuwaren aus dem asiatischen Bereich, die in Europa zu günstigen Preisen vermarktet werden. Die günstigen Preise sind dadurch möglich, dass sie auch staatlich in den Herkunftsländern subventioniert werden. Ja, das macht es extrem schwierig für die Recyclingbranche und das ist natürlich auch schade, weil vor allen Dingen Kunststoffrecycling extremst wichtig ist für die Ressourcenschonung. Was würdest du dir jetzt für Eneatec wünschen? Ich würde mir wünschen, also definitiv eine größere Akzeptanz, auch im Kunststoffmarkt für unsere Recyclingprodukte. Vor allen Dingen sehen wir das so, abseits auch von allen Krisen und Konflikten, sehen wir immer noch die Klimaveränderung als größte Herausforderung in der heutigen Zeit. Haben wir so einen fertigen Sack Compound. Der Fußabdruck ist euch enorm wichtig. Aber was bedeutet das denn, welche Rolle spielt es für den Kunden? Also der Kunde, ich sag mal, kann den Fußabdruck für seine eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung verwenden. Er kann das im Scope 3, also was sind seine Rohstoffe, die er einkauft, wie nachhaltig sind die hergestellt worden, ja, da wird dann alles eingepreist. Jetzt liegt es ja auch an der Qualität des Produktes, was ihr noch hier vertestet. Genau. Du sagst, es könnte besser als neu sein. Liegt das jetzt an eurer Beimischung für die Compounds? Nein, es liegt in erster Linie an unserem Verfahren. Also wir haben ein ganz neues Verfahren entwickelt, ich sag mal, was es auf dem Markt so nicht gibt. Nach 140 Versuchen, die wir vorher gemacht haben, waren wir nicht erfolgreich. Aber danach, wo wir die Mechanik verändert haben, hatten wir auf einmal Schlagfähigkeiten, ein Polyamid 6,6 mit einem GF50-Gehalt, also Glasfaser von 50%, von 120 Kilojoule pro Quadratmeter im Technikum. Also es waren bessere Werte, als die Neuware sie hat. Und heute sind wir in der Lage, auf Augenhöhe mit der Neuware zu sein. Also Recycling ist nicht Downcycling, sondern es ist ein Upcycling. Ja, es geht. Ja, wir können genau so gleichwertig sein wie eine Neuware. Aber wieso kaufen die Kunden denn nicht gleich den Compound? Ja, im Moment ist die Neuware günstiger als ein Rezyklat, weil der Aufwand, den wir treiben müssen, ist natürlich deutlich höher. Mit den Analytik hast du gesehen. So, aber 2030, es gibt die EU-Direktiven, da müssen Recyclingquoten erfüllt werden oder Einsatz von Rezyklat, Regranulat in Automobilanwendungen, in der Bauindustrie, in verschiedenen Industriebereichen. Und dann wird, ich sag mal, Rezyklat händeringend gesucht. Dann wird das neue Gold.
Ich hoffe. Ich hoffe, Ja. weil wir tun alles dafür. Ich sag mal, wir leben hier in einer Region knapp über dem Meeresspiegel. Ja? Ich möchte auch, dass die zukünftige Generationen hier noch leben können und nicht das Land verlassen oder flüchten müssen als Klimaflüchtlinge. Ja? Und das ist ein Beitrag, den Eneatec heute leistet. Dankeschön.